Fraktionschef Friedrich Merz, der hat gerade seine Rede gehalten und dafür sehr, sehr lange Applaus bekommen. Und darüber kann ich auch nun sprechen mit dem stellvertretenden Fraktionschef Jens Spahn. Herr Spahn, ja, ich habe es gerade angedeutet, langer Applaus für Friedrich Merz. Kommt man an ihm eigentlich noch als Kanzlerkandidat vorbei? Zuerst einmal hat der lange Applaus gezeigt, er hat eine breite Unterstützung in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, in der Partei, auch mit dem Ministerpräsidenten für unsere Position in der Asylpolitik. Wir wollen eine Migrationswende. Wir erleben das in den Städten, in den Gemeinden. Wir sind überfordert. Wir haben ein Sicherheitsthema, Stichwort Solingen, Mannheim, München. Und deswegen müssen die Zahlen runter. Das ist unsere gemeinsame Position. Das ist klar geworden. Aber ja, es ist auch klar geworden, Friedrich Merz hat die Unterstützung der Fraktion. Jetzt hatte Olaf Scholz, der Bundeskanzler, in seinem Redebeitrag gesagt, die Asylwende hätte eigentlich seine Regierung gemacht, die Ampel im Gegensatz zur Vorgängerregierung. Hat dann viele Punkte aufgezählt, viele Verschärfungen. Die Vorgängerregierung, da waren Sie Mitglied, waren im Kabinett. Würden Sie das auf sich sitzen lassen? Nun, die Zahlen sind seit knapp 10 Jahren zu hoch. Seit September 2015 sind wir ja in dieser Situation. Es ist der Großen Koalition mit Herrn Scholz gelungen, die Zahl der illegalen Einreisen deutlich zu reduzieren. Stichwort etwa Abkommen mit der Türkei. Also wir hatten deutlich niedrige Zahlen. In den letzten 3 Jahren sind sie enorm gestiegen. Und die Ampel befördert das ja eher. Es werden zusätzliche Rechtsverfahren den Asylantragstellern ermöglicht. Es wird die Staatsbürgerschaft leicht und schnell gemacht. Also wer hier ist, wir sehen das ja immer mehr, auch Syrer werden schnell eingebürgert, wird schneller eingebürgert. Eigentlich hat die Ampel das Problem noch dramatisch verschärft. Und das sehen wir einfach an den Zahlen. Also egal, was der Bundeskanzler, was Herr Scholz hier erzählt, die Zahlen sprechen ja für sich. Man muss ja nur in jede Stadt, in jeden Landkreis in Deutschland hineinschauen und sieht doch, was da jeden Tag passiert, wie viele Menschen neu dort ankommen. Und wir sehen auch jetzt wieder, also das Problem ist, der Maßstab dieser Koalition ist immer die Frage, wie schwer es ihnen fällt, einen Kompromiss zu finden. Und dann stehen die morgens vor uns, Pressekonferenz unter laufende Augen und sagen, oh, es war so schwer, es ist ein großer Kompromiss. Aber der Maßstab ist doch nicht, ob es denen schwerfällt. Der Maßstab ist, ob das Problem gelöst wird, ob die Zahl illegaler Einreisen runtergeht. Und das tut sie nicht. Jetzt hat die Ampel ja gesagt, wir werden jetzt GEAS, also den europäischen Asylkompromiss, schneller umsetzen. Nicht warten, bis er dann 2026 kommt, sondern wir fangen jetzt schon damit an. Was wird das an der Grenze ändern? Wenn Sie die Transitzentren, wie Sie sie vorgeschlagen haben, hier in Deutschland machen, dann schauen, also wir haben ja nichts dagegen, dass Sie Maßnahmen ergreifen. Wissen Sie, das ist ja auch so ein Punkt. Es braucht uns ja niemand für die Mehrheit hier im Bundestag. Also wenn die Ampel sich wirklich einig ist über das, was sie gestern vorgeschlagen hat, SPD, Grüne und FDP, dann können die das diese Woche, nächste Woche hier im Bundestag einbringen. Wenn das ein Vorschlag ist, der einen Unterschied macht, dann findet er auch unsere Unterstützung. Wir werden nur weiterhin sagen, das ist ein Baustein, der reicht nicht. Der entscheidende Baustein und erster Schritt ist Zurückweisung aller illegal Einreisenden an unseren Grenzen, damit die Zahlen eben deutlich reduziert werden. Aber jeder vernünftige Vorschlag der Ampel, der in der Sache nur ein wenig was ändert, der kriegt natürlich auch unsere Unterstützung. Er reicht nur nicht. Katharina Dröge, die Grünen-Fraktionschefin, Co-Fraktionschefin, die hat gesagt, Sie würden da einem Missverständnis unterliegen, nämlich Asylrecht sei keine nationale Frage, sondern eine europäische Frage. Wenn Sie das tun würden, nämlich Zurückweisung an den Grenzen, dann würde das zu Chaos führen, zu Widerstand bei unseren Nachbarländern. Die Lage heute führt zu Chaos, politischer Instabilität hier in Deutschland. Ich meine, das ist ja das Verrückte. Die Ampel, auch die Grünen vor allem, machen sich scheinbar mehr Sorgen über das, was in unseren Nachbarländern ist, als über das, was in Deutschland ist. Illegale Migration destabilisiert unsere Gesellschaft, verunsichert viele, viele Menschen, bringt das politische System ins Wanken, wie wir in den Umfragen sehen, überfordert unsere Städte und Gemeinden, überfordert die Menschen. Das ist die Lage in Deutschland. Heute lösen viele Länder in Europa das Problem, in dem alle Menschen nach Deutschland kommen. In Griechenland sagt einem doch der Kollege ganz offen, das ist euer Problem, die wollen alle zu euch. Und deswegen wird das Problem gerade in ganz Europa zu Lasten Deutschlands gelöst. Und unsere klare Ansage ist, das muss aufhören, das muss enden. Deswegen Kontrolle an unseren Grenzen. Und dann werden auch unsere Nachbarländer bis hin zur Außengrenze ihre Grenzen kontrollieren und diese irreguläre, illegale Migration beenden. Vielen Dank, Herr Spahn. Wir haben es gerade gehört. Wenn Herr Spahn uns das erklärt, dann klingt das so einfach. Wenn die Ampel dann darüber spricht, dann klingt es so kompliziert. Die Frage ist, wie es dann in der Realität aussehen würde, wenn man das anwendet.